Machst du mir mal einen Kaffee, bitte? Ja. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Ich hätte wetten können, dass sie mich jetzt zulabert. Ja, sei doch froh. Aber weh, du lässt mich runterknallen. Soll ich wirklich? Klar, mir kannst du doch vertrauen. Also das war eigentlich nicht Sinn der Übung. Na und? So macht's aber viel mehr Spaß. Na dann, vielen Dank. Ach, dafür nicht. Ach, hör mal, ohne dich hätte ich schieben müssen. Tja, was für ein Glück, dass ich gekommen bin. Vielleicht kann ich mich revanchieren, darf ich dich einladen ins Café. Hey. Aber so. Sorry, aber ich bring das einfach nicht. Jackie, nicht, dass du das falsch verstehst. Schon gut. Nicht, dass ich dich nicht verdammt anziehend finde. Aber es geht einfach nicht. Wegen Kathi, so sehr ich auch will. Sicher, du hast recht. Hey, nimm's nicht persönlich. Du bist wirklich toll, aber ich bin nun mal mit deiner besten Freundin zusammen. Und wir wollen dir doch nicht wehtun, oder? Nein. Also besser, ich verziehe mich jetzt. Eigentlich schade. Ich hätte wirklich gern mit dir. Aber am besten, wir vergessen die ganze Sache ganz schnell, okay? Na, im Grunde ist ja auch nichts passiert. Wenn du das so siehst. Du warst nur hier, weil du ein paar Bilder gemacht hast. Klar. Und die muss ich jetzt zu Hause entwickeln. Ciao. Ciao. Und jetzt? Augen zu. Hab ich. Jetzt lässt du dich einfach rückwärts fallen. Rückwärts? Meinst du etwa nach hinten? Kennst du vielleicht noch ein anderes rückwärts? Nein. Na dann los. Jetzt komm schon. Ich trau mich nicht. Das ist doch gerade der Sinn der Übung. Du sollst lernen, mir zu vertrauen. Und wenn du mich fallen lässt? Ich lass dich doch nicht fallen. Und wenn doch? Ja, bei Nick und Steffi hat's doch auch geklappt. Naja, Nick ist ja auch groß und stark. Aber du, halbe Portion, kannst du noch nicht mal eine Schaufensterpuppe auffangen. Na warte, dir werde ich's zeigen. Diese halbe Portion nimmst du sofort zurück. Niemals! Wie du willst. Du hast es ja nicht anders gewollt. Das ist Nur unfair. wenn du die halbe Portion zurücknimmst. Okay, okay. Du hast gewonnen. Du bist kein halbes Hemd, sondern ein wildes Tier. Stimmt. Ich bin eine Bestie. Jedenfalls eine, die noch an ihrer Textsicherheit arbeiten muss. Aber du hast den Text doch schon x-mal gelernt. Ja, aber x-mal ist immer noch einmal zu wenig. Oder willst du, dass Weber die Rolle umbesetzt, nur weil ich ständig hänge? Zwei Kaffee noch. Sag mal, wo ist eigentlich dein neuer Pensionsgast? Also wenn du Marc meinst, der ist heute schon ziemlich früh ausgeflogen. Und wohin? Das hat er mir nicht verraten. Wieso fragst du? Nur so. Soll ich dir jetzt glauben? Wo bleibt der Kaffee? Was ist denn nun mit Marc? Marc ist für mich kein Thema, genauso wenig wie alle anderen Männer. Von Männern habe ich die Nase gestrichen voll. Also nur, weil du mit Christoph Pech hattest und weil Chris dich enttäuscht hat, kannst du doch nicht das ganze Geschlecht an den Nagel hängen. Hallo, ihr beiden. Hi! Hallo, Marc. Also ich habe ja die Nase gestrichen voll von den Männern. Du bist vielleicht blöd. Und du weißt nicht, was du willst. Zwei Kaffee. Och, musst du denn schon wirklich los? Ja, wir schreiben gleich noch eine Kursarbeit. Och, diese scheiß Schule. Aber ich habe noch eine Überraschung für dich. Eine Überraschung?
Wow. So bin ich bei dir, selbst wenn ich nicht da bin. Du bist so süß. Du auch, Kleines. Wie gefallen sie dir? Die sind stark, wirklich. Finde ich auch. Jackie hat echt einiges auf dem Kasten. Ach, die Bilder sind von Jackie. Sag mal, war das eigentlich Jackies Idee, dass du oben ohne posierst? Nee, ich bin drauf gekommen. Ich dachte, es ist netter so für dich. Wenn ich allerdings gewusst hätte, dass du ein Problem damit hast, dann hätte ich dir natürlich ein Passfoto aus dem Automaten mitgebracht. Ha, bloß nicht. Außerdem, wie kommst du denn darauf, dass sie ein Problem damit haben könnte? Das klang so, als wärst du eifersüchtig. Auf Jackie? So ein Quatsch, warum sollte ich? Eben. Warum solltest du? Oh, kannst du denn nicht anklopfen? Klar, ich dachte, du wärst allein. Entschuldigung. Ey, jetzt bleib doch hier. Du, Dennis hat mir übrigens die Fotos gezeigt, die du von ihm gemacht hast. Die sind richtig gut geworden. Naja, bei dem Modell konnte ja auch nichts schief gehen. Ach, das Modell ist immer nur so gut wie seine Fotografe. Dann wird Zeit, dass ich in die Hufe komme, aber ich rufe dich heute Abend an, okay? Okay. Was ich dich vorhin schon fragen wollte. Ja? Hat deine Maschine noch mal einen Aussetzer gehabt? Nein? Tja, dann haben wir das Problem wohl behoben. Ja, sieht so aus. Das war auch schon alles, was ich wissen wollte. Darf ich dir was zu trinken anbieten? Einen Espresso vielleicht? Nein, ich habe noch einen Termin, den ich nicht versäumen darf. Ach, es gibt keinen Termin, der so wichtig ist, dass man nicht noch die Zeit für einen kleinen Espresso hätte. Und weil du dich so schick und fein gemacht hast, geht er auch auf Kosten des Hauses. Die nette Bedienung ist übrigens inbegriffen. Vielen Dank für die Einladung, aber ich kann wirklich nicht. Ein andermal gerne. Ein wichtiger Termin. Mhm. Mit dem Outfit. Soll ich dir mal was verraten? Da steckt eine Frau dahinter. Und wenn so ist, was geht mich das an? Ach ja, ich vergaß. Dir sind ja sowieso alle Männer mittlerweile total egal. Und der ganz besonders. Genau. Das muss ich wohl. Ich mache mir keine falschen Vorstellungen. Ich weiß ja, dass ich scheußlich aussehe. Scheußlich ist ein gar freundliches Wort für eure Scheußlichkeit. Du nimmst das irgendwie nicht ernst. Aber ich liebe euch von ganzem Herzen. Und jetzt klaust du mir noch meinen Text. Tja, das Leben ist hart und grausam. Aber warum soll es dir besser gehen als mir? Ja, oder glaubst du, ich hätte gestern Abend nichts Besseres gewusst, als dir Stichworte zu geben? Ging mir doch genauso. Aber wenn ich meinen Text nicht kann... Wenn hier jemand seinen Text in- und auswendig kann, dann du. Meinst du wirklich? Ja. So, jetzt muss ich los. Du wolltest doch während der Probe hierbleiben, um mir die Daumen zu drücken. Uli, muss das wirklich sein? Bitte, du bist doch meine Muse. Deine Muse langweilt sich aber, wenn sie immer wieder dieselben Szenen sehen muss. Außerdem kommst du ohne mich bestimmt viel besser klar, weil ich dich nicht ablenke. Also los, Leute, wir fangen an. Nun, und hier, wie fühlt ihr euch heute? Prächtig, Sire. Ganz prächtig. Also, viel Glück. Danke, das kann ich bei der Partnerin auch gut gebrauchen. Kannst du das auch auf Posterformat vergrößern? Klar. Auch als Starschnitt? Nun mach aber mal halblang. So gut sind die Bilder nun auch wieder nicht. Von wegen. Damit würdest du in jedem Frauenmagazin unterkommen. Es war wirklich nicht meine Idee, dass Dennis sich auszieht. Weiß ich ja. Ach, dieser Körper. Der ist einfach dazu geschaffen, von mir verwöhnt zu werden. Findest du nicht? Ja. Sag mal, wann habt ihr eigentlich dieses Fotoshooting gemacht? Letztens irgendwann. Dennis kam reingeschneit und hat mich dazu überredet. Komisch. Ich wusste gar nicht, dass er deine Adresse hat. Ach, die hatte aus dem Telefonbuch. Dich konnte er ja schlecht fragen. Sonst wäre die ganze Überraschung ja hin gewesen. Auch wieder wahr. Mal überlegen, wie ich mich revanchieren könnte. Tja, vielleicht solltest du ein paar Fotos von mir machen. Auch oben ohne. Lieber würde ich selber sterben, als euch Kummer bereiten. Ich werde euch zurück zu eurem Vater schicken. Dort könnt ihr... Nein! Ich habe euch zu lieb... Stopp, Steffi. Das Tier hat doch noch etwas zu sagen. Sie müssen auf Ihr Stichwort achten. Dort könnt ihr bleiben, aber euer armes Tier wird vor Schmerz darüber sterben. Sterben, das ist Ihr Stichwort. Okay? Dann weiter. Dort könnt ihr bleiben, aber euer armes Tier wird vor Schmerz darüber sterben. Nein,
Nein, ich habe euch zu lieb, als dass ich euch euren Tod verschulden wollte. Ach Mist, ich hänge. Ich verspreche euch. Ich verspreche euch. Ach, das hat doch keinen Zweck so. Gut, wir machen eine kleine Pause. Kommen Sie mal bitte. Das Wichtigste beim Theaterspielen ist, dass man nicht verkrampft. Also immer locker bleiben. Die Textsicherheit kommt dann mit der Zeit ganz von selbst. Ja, tut mir leid, aber heute Morgen konnte ich meinen Text noch. Schon gut. Lassen Sie die innere Dramatik der Szene spüren. Hier drin, da steckt die Schöne und das Biest. Jetzt müssen Sie sie nur noch rauslassen. Verstanden? Fein. Dann lassen Sie uns die Szene noch mal machen. Ach, muss das sein? Ja, das muss sein. Ach, Steffi, Was denn vergessen noch? Sie Ihre Atemtechnik nicht. Ja, Herr Weber. Also bitte, noch mal von vorn. Lachs, perfekt. Käseplatte, okay. Hallo, ist jemand zu Hause? Ja, hier in der Küche. Hallo, Erika. Hi. Oh, was ist denn hier los? Gibt's was zu feiern? Dein Vater hat angerufen, er bringt jemand zum Essen mit. Und da ich keine Zeit zum Kochen habe, habe ich gedacht, ich rufe den Partyservice an und bestelle eine Kleinigkeit. Mhm, gute Idee. Weißt du denn, wen Papa mitbringen will? Keine Ahnung. Wir sind da. Aber in wenigen Augenblicken wissen wir mehr. Mal reinspazieren. Herzlichen Glückwunsch. Wozu? Dafür, dass du die Szene so grandios in den Sand gesetzt hast. Ich? Ja klar, wer denn sonst? Ja, du hast doch die ganze Zeit deinen Text nicht gekonnt. Na, das ist ja mal wieder typisch. Du bist nicht in der Lage, die richtige Stimmung rüberzubringen. Nur deshalb hatte ich Textschwierigkeiten. Soll das heißen, dass ich daran schuld bin, dass du deinen Text nicht kannst? Als ob es nur um die Worte ginge. Die Inhalte sind es, die zählen. Das Gefühl, die Leidenschaft, die Poesie. Hä? Ach, das begreifst du ja eh nicht. Klar begreife ich das. Und warum stehst du dann auf der Bühne wie ein Stück Holz? Tue ich das? Du solltest dich mal sehen. Selbst die Nachrichtensprecher im Fernsehen haben mehr Ausdruckskraft als du. Jetzt krieg dich mal wieder ein. Schließlich sind wir beide Anfänger. Aber ich möchte im Gegensatz zu dir über dieses Stadium hinauskommen. Also reiß dich zusammen. Vielleicht merkt Weber dann ja nicht, dass du eine glatte Fehlbesetzung für die Rolle bist. Schmeckt's nicht? Doch, doch. Und warum isst du da nicht? Ich habe irgendwie gar keinen Hunger. Ich weiß auch nicht warum. Aber ich. Du brauchst einen Mann. Wie kommst du denn darauf? Lebenserfahrung. Liebe macht nämlich total hungrig. Das ist nicht zu übersehen. Ach komm, irgendwann wird ja auch der Mann deines Lebens über den Weg laufen. Und bis dahin tröstest du dich eben mit Tildas Schokoladencremetorte. Ich hol schnell welche, ich bin gleich wieder da. Mann, bin ich fertig, ey. Ich möchte mal wissen, wie du aussiehst, wenn du neben dem Training auch noch bei den Frauen deinen Mann stehen müsstest. Mit Sicherheit besser als du. Haha. Ja? Ich bin's, Jackie. Hi. Wir müssen uns unbedingt treffen. Klar, wann immer du willst. Willst du denn gar nicht wissen, warum? Ich nehme an, weil du noch ein paar Bilder von mir machen möchtest. Eigentlich muss ich mit dir reden. Reden? Gut, wir können auch dabei reden. Dennis, bitte, ich muss dich sehen. Ich liebe es, wenn sie betteln. Also gut? Wann hättest du denn Zeit? Im Moment bin ich noch auf dem Sportplatz. Und nachher? Nachher? Ich bin sicher, du weißt, wo du mich findest. Dennis? Hallo? Das war jetzt aber nicht gerade die Stimme. Nee, das war ihre Busenfreundin. Jackie? Aber an der bin ich doch dran. Ich hätte sie dir ja auch gegönnt. Aber sie steht nun mal nicht auf dich. Und wenn ich mich jetzt um sie kümmere, dann bleibt's doch wenigstens irgendwie in der Familie, ha?
Na, siehst du. Da haben Sie die ganze Zeit gewusst, dass Susanne meine Tochter ist. Nee, erst als ich ein Foto von ihr auf ihrem Schreibtisch gesehen habe. In dem Augenblick war mir auch klar, weshalb mir ihr Gesicht so bekannt vorkam. Sehen wir uns so ähnlich? Nee, das nicht gerade. Aber als ich zum ersten Mal hier in der Wohnung war, da stand irgendwo ein Foto rum, auf dem sie auch drauf waren. Das ist mir in Erinnerung geblieben. Tja, mein Vater hinterlässt ihm einen bleibenden Eindruck. Vorsicht. Das nehme ich als Kompliment. Das war auch so gedacht. Das soll ich dir glauben. Und wo haben Sie Arno kennengelernt? Auf der Uni. Zufälle gibt's, ha? Du sagst es. Du musst meinen Vater mit deinen Ausführungen ganz schön beeindruckt haben. Ach was, außerdem hat er eine Menge Fachwissen. Und er ist ein alter Fuchs, der sich nichts vormachen lässt. Nur manchmal hört das Gras wachsen. Ich wette mit dir, er glaubt, wir haben was miteinander. Lass ihn doch. Oder stört es dich, wenn er sowas denkt? Nein, wieso fragst du? Naja, dann könnten wir ihn doch in dem Glauben lassen und noch etwas trinken gehen, oder? Ja, könnten wir. Nach dem Essen? Ich überleg's mir. Was ist denn los mit dir? Nichts. Mir geht einfach nicht aus dem Kopf, was Steffi gesagt hat. Jetzt vergiss doch endlich, was diese Möchtegern-Diva gesagt hat. Bis vor kurzem dachte die dir noch dreimal seine Margarinesorte. Und wenn sie doch recht hat? Vielleicht bin ich wirklich eine Fehlbesetzung. Das hat sie doch nur gesagt, um von ihrer Unfähigkeit abzulenken. Das habe ich hinterher auch gedacht. Na also. Aber was ich heute auf der Bühne gebracht habe, war wirklich unter aller Sau. Ich habe nur dumm rumgestanden und meinen Text runtergeleiert. Quatsch, du warst spitze. Woher willst du denn das wissen? Du warst doch gar nicht dabei. Weil du immer spitze bist. Jetzt hör auf, mich zu verarschen. Tu ich doch nicht. Jedes Mal, wenn wir deine Rolle proben, spielst du mit so viel Hingabe und Leidenschaft. Man könnte glatt meinen, du spielst das Tier nicht nur, sondern du bist es. Wirklich? Dann kapiere ich nicht, warum ich das auf der Bühne nicht rüberbringe. Vielleicht hast du eine Art Bühnenphobie. Was soll das denn sein? Naja, sobald du da oben stehst, kriegst du Panik und verkrampfst. Glaub ich nicht. Ich will doch da oben stehen und spielen. Das macht mir Spaß und ich weiß es auch nicht. Und wenn du mal mit Weber drüber redest? Dann wird er sich garantiert einen anderen Hauptdarsteller suchen. Oder dir ein paar Tipps geben und so lange proben, bis die Sache sitzt. Wieso sollte er in einen Versager wie mich noch Zeit Ach, investieren? jetzt mach aber mal halblang. Erstens bist du kein Versager, sondern ein Riesentalent. Und zweitens solltest du aufhören, dir selber leid zu tun. Oder willst du, dass Steffi am Ende recht behält? Dann reiß dich zusammen und zeig die Zähne. Also wenn es jetzt jeden Abend so leckere Sachen gibt, dann darfst du ruhig öfter kommen. Susanne hätte sicher auch nichts dagegen. Stimmt es eigentlich, dass ihr nachher noch mal weg wolltet? Ja. Wo wollt ihr denn hin? Wo werden sie wohl hingehen? Ins No Limits natürlich. Du tust ja gerade so, als gäbe es keine anderen Kneipen hier. Doch, die gibt es. Aber wenn Susanne dort arbeitet und Marc dort wohnt, dann bietet es sich geradezu an. Hast du eigentlich eine Freundin? Nein, und ins No Limits gehen wir auch nicht. Zufrieden? Ja, aber was ich dich die ganze Zeit... Kinder, lasst es doch gut sein, ja? Wirklich ein sympathischer junger Mann, dieser Marc. Mhm. Gefällt er dir? Wie du schon sagst, ein sympathischer junger Mann. Er scheint sich auch für dich zu interessieren. Worauf willst du hinaus? Steffi hat mir erzählt, dass du dich in Freiburg in jemanden verliebt hast, aber dass dieser jemand nicht Marc ist. Trotzdem kann ich ihn nett finden und mit ihm ausgehen wollen. Ja, schon. Und vielleicht solltest du erst mal deine alten Sachen klären, bevor du dich in was Neues stürzt. Keine Sorge, den anderen Freiburger habe ich abgehakt. Endgültig. Hallo Jackie. Hi. Kann ich irgendwas für dich tun? Wasser, Cola, Kaffee? Nichts, danke. Sag mal, hat vielleicht irgendjemand nach mir gefragt? Vielleicht ein Junge, ungefähr so groß? Blond? Ja, genau. Sportlich? Ja. Tut mir leid, der war nicht da. War nur ein Scherz. Ich soll dir das hier von ihm geben.
Danke. Okay. Tschüss. Tschüss. Also, wir sind dann weg. Schade, dass du schon gehst. Kommst du mal wieder vorbei? Sie sind jederzeit willkommen. Danke. Arno hat recht. Kommen Sie einfach mal wieder. Schönen Abend noch. Tja dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Marc, Ja? da ist noch etwas, was ich dir sagen wollte. Und das wäre? Dein Überraschungsbesuch heute Abend. Ich habe mich unheimlich gefreut darüber. Ja, es war auch der Sinn der Sache. Obwohl ich nicht ganz verstehe, warum du gekommen bist. Ich meine, ich war ja ziemlich abweisend. Dafür war ich umso aufdringlicher. So gesehen sind wir also quitt. Nicht ganz. Da gibt es noch etwas, das du wissen solltest. Ich möchte nicht, dass du dir falsche Hoffnungen machst, nur weil wir zusammen ausgehen. Versteh mich bitte nicht falsch. Ich finde dich sehr nett. Aber mehr kann daraus nicht werden. Es gibt also einen anderen, stimmt's? Naja, ich habe eh nicht vorgehabt, dich zu heiraten. Können wir? Wie wär's, wenn du Dennis anrufst? Du hast doch seine Nummer. Ich habe sogar seine Handynummer. Na also, worauf wartest du denn noch? Darauf, dass er endlich zurückruft. Ich habe ihm nämlich schon mehrere Nachrichten auf seine Mailbox gesprochen. Aber das Ergebnis ist gleich 0. Vielleicht hat er sie noch nicht abgehört. Wozu hat er sich denn so ein Ding eingerichtet, wenn er es nicht benutzt? Abgesehen davon hat er mir hoch und heilig versprochen, dass er sich bei mir meldet. Jetzt mach dich nicht verrückt. Es gibt bestimmt eine ganz einfache Erklärung. Sicher. Na dann schieß mal los, was willst du denn von mir? Ich wollte bloß klarstellen, dass das, was gestern Abend hier passiert ist. Also das wird nie wieder vorkommen, weil Kathi... Erzähl ruhig weiter, oder stört es dich, wenn ich mich umziehe? Also, Kathi ist meine beste Freundin. Und ich will unsere Freundschaft nicht aufs Spiel setzen, wegen eines One-Night-Stands. Und mehr wird es sicherlich nicht werden, denke ich. Jetzt sag ich dir mal was. Kathi ist dir doch scheißegal. Du willst mich und nur deshalb bist du hier. Warum lässt du deinen Gefühlen nicht einfach freien Lauf? Also, dieser Kellner, der war wirklich unglaublich. Also Grundregel Nummer 1 in Köln. Der Kellner heißt Köbels. Grundregel Nummer 2, leg dich nie mit so einem Handfuß. Oh. Und Grundregel Nummer 3, bei mir musst du schon schneller sein. Ich hab's gemerkt, ja. Möchtest du einen Absacker oder... Hallo Susanne.